it possible? You say, Master says so. St. Paul said also, I die daily. So St. Plutarch tells us, those who are initiated in the mysteries of the beyond, they soul has got the same experience as it has at the time of leaving the body and death. So it is something self-analysis, you may say, rising above body consciousness, or die while alive. To read in scriptures that man body is the miniature scale, you see, of the cosmic world. In the cosmos we have got three planes: physical, astral, and cosmos. We have also been given bodies to enable us to work in those planes when we want life. But pity it is that we cannot shake out or rise above the iron curtain of the man's physical body. Ist es also möglich, versteht ihr? Die Meister sagen es so. Der heilige Paulus sagte auch, ich sterbe täglich. So sagt uns der heilige Plutarch, diejenigen, die in das Geheimnis des Jenseits eingeweiht sind, haben alle die gleiche Erfahrung wie zum Zeitpunkt des Verlassens des Körpers, der Tod genannt wird. Es ist also etwas, eine Selbstanalyse könnte man sagen, sich über das Körperbewusstsein zu erheben oder zu sterben, während man lebt. Durch das Lesen der Heiligen Schriften also wissen wir, dass der menschliche Körper, versteht ihr, die einfachste Flucht aus der kosmischen Welt ist. Im Kosmos gibt es drei Ebenen, die physikalische, die astrale und die kausale. Wir haben den Körper auch bekommen, um an diesem Ort, an dem er lebt, zu arbeiten. Aber es ist schade, dass wir den eisernen Vorhang des physischen Körpers nicht abschütteln oder uns nicht über ihn hinaus erheben können. So first step is just to rise above the physical body, to die while alive, or to be born anew. This is a practical question. For this, there are ways and ways, as I told you. There are yogic ways who take up the lower chakras and the six ganglions in the body. They control the breathing air, vital airs, as well as the sensory current of the soul which is working in the body both. They withdraw and come to the seat of the soul which is at the back of the eyes, which is called the Agya Chakra, the sixth chakra, you see. Der erste Schritt ist also, sich über den physischen Körper zu erheben oder zu sterben, während man lebt, oder neu geboren zu werden. Dies ist eine praktische Frage. Dafür gibt es Wege und Möglichkeiten, wie ich euch sagte. Es gibt die Wege der Yogis, welche an den unteren Chakren der 6 Kategorien im Körper beginnen. Sie kontrollieren die Atmung, die Lebensenergien, sobald sich der Sinnesstrom der Seele, welcher im Körper wirkt, zurückzieht und an den Sitz der Seele gelangt, welcher sich hinter den Augen befindet und Agya Chakra genannt wird. Das 6. Chakra, versteht ihr? For that, they have to recourse to the three systems, Neti, Dhoti and Basti. Neti is a system of 8 to 10 feet long thread they put into one nostril and take out from the other and cleanse the upper portion. With the Dhoti, that is a 3-inch wide cloth, 18 to 20 feet long. With that they eat up and cleanse the intestines freely. And Basti is an animal-like system with which they clean the lower portion of the body. Then they have recourse to the Hatha Yoga practices to make the body fit. Then they control the breathing also inside and the sensory current at the seat of the soul in the body. That is long, long travail. Dafür müssen wir geduldig durch die 3 Systeme gehen, Neti, Dhoti und Basti. Neti ist ein System, wo sie einen 8-10 Fuß langen Faden in ein Nasenloch stecken und dann aus dem anderen herausziehen und dann andersherum.
Adoti ist das ein weißes Tuch, 15, 20 Fuß lang, das gegessen und eine gewisse Zeit einbehalten wird. Und Basti ist ein Himalaya-System, um den unteren Teil des Körpers zu reinigen. Sie berufen sich auf die Hatha-Yoga-Übungen, um den Körper fit zu halten. Dann kontrollieren Sie die Atmung im Inneren des Sinnesstroms am Sitz der Seele im Körper. Das ist eine lange, lange Mühe. These systems were introduced in the past ages when the same man lived for very long years. Nowadays, generally our life does not go beyond 60, 70 years. How can those systems which were introduced in those ages we can now do? We are already not fit. So Masters introduced a natural way which we are already daily practicing. And that is what the control of the attention which is diffused in the world. They do not in any way involve breathing in it, because God cannot be known by the outgoing faculties, nor by intellect, nor by the vital ears. If vital ears do not help us to know God, why should we not eliminate it altogether? To look at the times. Diese Systeme wurden in den vergangenen Epochen eingeführt, in denen der Mensch sehr lange gelebt hat. Heutzutage geht unser Leben im Allgemeinen nicht über 60, 70 Jahre hinaus. Wie können jene Systeme, die in jenen Zeitaltern eingeführt wurden, es jetzt tun? Unser Alter ist nicht passend. Die Meister führen also die natürliche Art ein, die wir bereits täglich üben, und das ist die Kontrolle der Aufmerksamkeit, die sich in der Welt verstreut. Es geht in keiner Weise darum, die Atmung mit einzubeziehen, weil Gott weder durch die nach außen gehenden Fähigkeiten noch durch den Intellekt oder durch die Lebensenergien erkannt werden kann. Die Lebensenergien helfen uns nicht, Gott zu erkennen. Warum sollten sie nicht ganz ausgeschlossen werden? Das ist also die Zeit. So Master say what? Be still, physically and intellectually, and know that you are God. Our souls are of the same essence as that of God. We are spirit in man. But macrocosm is in the microcosm of the man body. To find God, we will have to enter the laboratory of the man body. That is what is called withdrawing from outside. When we come within, we have to rise above, learn to die so that we may begin to live. We have to be reborn into the beyond, which is called the kingdom of God. That is why it is always said, kingdom of God cannot be had by observation. Kingdom of God is within you. Also sagen die Meister was? Sei still, physisch und intellektuell. Versteht ihr? Und fahre fort, deinen Gott zu preisen. Unsere Seele ist von derselben Essenz wie die Gottes. Wir sind spirituelle Menschen. Aber der Makrokosmos befindet sich im Mikrokosmos des menschlichen Körpers. Um Gott zu finden, müssen wir das Laboratorium des menschlichen Körpers betreten. Das nennt man Rückzug von außen. Wenn wir nach innen kommen, müssen wir uns erheben. Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst. Wir müssen in das Jenseits wiedergeboren werden, welches das Reich Gottes genannt wird. Deshalb heißt es immer, das Reich Gottes kann nicht durch Beobachtung erlangt werden. Das Reich Gottes ist in dir. So unless wherever it is you enter there, only then you can enter then the kingdom of God. There is no other way. For that this is the natural way. By withdrawing attention from outside. You say this we experience in everyday life. When you are sitting in a very absorbed thoughts, you see, somebody calls you, you do not hear. Your ears are open, but you don't hear. Why? Your attention is absorbed in something else. Similarly, Newton was sitting by a roadside solving certain mathematical problems.
So a band passed by him while playing. A man later on came up to him and inquired, has any band passed by this place? He said, I don't know. Wenn ihr also, wo auch immer es ist, nur dort eintretet, könnt ihr das Reich Gottes betreten. Es gibt keinen anderen Weg, denn dies ist der natürliche Weg durch das Zurückziehen der Aufmerksamkeit von außen. Wir sagen, das ist eine alltägliche Erfahrung. Wenn wir mit sehr vertieften Gedanken sitzen, seht ihr, jemand ruft euch, hört ihr ihn nicht. Eure Ohren sind offen, aber wir sind nicht hier. Warum? Eure Aufmerksamkeit ist in etwas anderes vertieft. In ähnlicher Weise saß Newton an einem Straßenrand und löste bestimmte mathematische Probleme. So kam eine Kapelle laut spielend an ihm vorbei. Ein Mann kam später auf ihn zu und fragte, nun ist irgendeine Kapelle auf diesem Weg vorbeigekommen. Er sagte, ich weiß es nicht. So this is a natural way of withdrawing attention from outside. Our outgoing faculties work when our attention is withdrawn. So it is the whole feat of the attention, which is the outward expression of the soul in our body. That is called soul, wakefulness. If you would like to feel it in the act of dictation, close your eyes, open quick succession, you will find a sort of wakefulness at the back of the eyes. That we are, you see. But that is identified with the outward faculties and outside things so much so that we cannot differentiate. So this is the first step to withdraw from outside. For that is required purity of life. When you enter inside, you have to die. You have the same process as soul being at the time of death. Das ist also die natürliche Art, die Aufmerksamkeit von außen zurückzuziehen. Unsere nach außen gehenden Eigenschaften arbeiten immer dann, wenn unsere Aufmerksamkeit bei ihnen ist. So ist es der gesamte Sitz der Aufmerksamkeit, welche der äußere Ausdruck der Seele in unserem Körper ist. Das nennt man Surat, Wahrheit. Wenn ihr es spüren wollt am Rande der Hingabe, schließt eure geöffneten Augen schnell hintereinander und ihr werdet eine Art Wachsamkeit hinter den Augen bemerken. Das sind wir, versteht ihr? Das ist also identifiziert mit den nach außen gehenden Fähigkeiten, mit äußeren Dingen so sehr, dass wir nicht unterscheiden können. Das ist also der erste Schritt, sich von außen zurückzuziehen. Dafür ist die Reinheit des Lebens erforderlich. Wenn wir ins Innere eintreten, müssen wir sterben. Wir haben hier den gleichen Prozess, wie wenn die Seele den Körper zum Zeitpunkt des Todes verlässt. The words of Buddha. This is just to be born anew. When you rise above, what you find? That's you find. You find God. In what way? God is wordless, which is called nameless one. When it came into being, it is called word, or naam, or shabda, or kalma, Mohammedans call it. And other masters also give their own names to that thing. So God in action power is the cause of all creation. When it came into being, there was vibration, and vibration results in two things, light and sound. God is light, and God is sound. All masters tell us that. If you read the scriptures carefully, you find they say, I is the light of the body. If your eye becomes single, thy whole body shall be full of light. Die Worte Buddhas, diese sind einfach neu geboren zu werden. Wenn ihr euch nach oben erhebt, was findet ihr? Das ist die entscheidende Frage. Wer findet Gott? Inwiefern? Gott ist wortlos, was man den namenlosen Einen nennt. Als er ins Sein kam, wurde dies Wort oder Naam oder Shabda genannt. Die Mohammedaner nennen es Kalma,
und die anderen Meister gaben dieser Sache ihre eigenen Namen. Die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft ist die Ursache aller Schöpfung. Als sie entstand, gab es Schwingung, und Schwingung führt zu zwei Dingen, Licht und Ton. Gott ist Licht und Gott ist das Tonprinzip. Alle Meister sagen uns das. Wenn ihr die Schriften sorgfältig lest, werdet ihr feststellen, dass sie sagen, ich bin das Licht des Körpers. Wenn dein Auge einfältig, eins ist, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. How the eye becomes single? That's a practical question. But if that eye becomes single, light is there. You're not to create it, visualize it, or premeditate it. Some people just think, see the light outside, they visualize inside. That is your own make. But by inversion or with dying your outgoing faculties from outside within your own self at the seat of the soul, which is at the back of the eye, you find light there, already there. So this is why the other masters say the physical body is the true temple of God, in which the light of God is shining. And that also you'll find, if you shut the doors of the temple of the body, you'll see the light of heaven. Wie wird das Auge einfältig? Das ist eine praktische Frage. Aber wenn dieses Auge eins wird, wird Licht da sein. Ihr müsst es nicht erschaffen, visualisieren oder vorher planen. Einige Leute denken nur, dass sie das Licht der Visualisierung in sich sehen. Das ist der falsche Weg. Aber durch Umkehren oder Zurückziehen eurer nach außen gehenden Fähigkeiten von außen in euer eigenes Selbst am Sitz der Seele, welche sich hinter den Augen befindet, findet ihr dort bereits Licht. Aber das ist der Grund, warum andere Meister sagen, der Körper ist der wahre Tempel Gottes, in dem das Licht Gottes scheint. Und dort findet ihr auch, wenn ihr die Türen im Tempel des Körpers schließt, seht ihr das Licht des Himmels. You also hear the voice of God, or the sound principle. And that sound principle is just expressed you'll find in the revelations, where it says it is like the running waters, it is like thunder, it is like harpers playing on harps. So you'll find you can hear the voice of God and you can see the light of God. Two kinds of statements you find in the scriptures. One is that nobody is seeing God at any time. And the other statement you find the masters alone that they are seeing God. The question I put is Christ. He said, behold the Lord. No reasoning he gave, you see, because Son knows the Father and others will be Son revealed. Ihr hört auch die Stimme Gottes oder das Tonprinzip. Versteht ihr? Dieses Tonprinzip wird einfach in den Offenbarungen ausgedrückt, in denen es heißt, es sei wie fließendes Wasser. Es sei wie Donner. Es sei wie Harfenspieler, die Harfen spielen. So werdet ihr feststellen, dass ihr die Stimme Gottes hören und das Licht Gottes sehen könnt. Wir finden zwei Arten von Aussagen in den Schriften. Eine ist, dass niemand Gott jemals gesehen hat, und die andere Aussage, die er findet, dass die Meister erwachten und dass sie Gott gesehen haben. Diese Frage wurde an Christus gestellt. Er sagte, siehe den Herrn. Er gab keine Begründung, versteht ihr, denn der Sohn kennt den Vater und andere, welchen es der Sohn offenbart. Guru Nanak was put that very question. He says, I see God everywhere. Kabir says, he says that I have seen God in every atom. Working. So all masters say it like that. They have seen. You remember the name of Swami Vivekananda, who came to the United States as well. He was an atheist before. He was challenging one and all, is there anybody who has seen God? And he was led to one Swami Ramakrishna Paramahamsa at the time. He was living in Calcutta. He went over to him. You see,
Masters don't act in pose, they live in the natural way. You are just wearing cloth around his lines and self-wearing on with bare headed even walking. So they heard the master, piercing God. He put in the question, Master, have you seen God? He said, yes, my child, I see him just as I see you. And more clearly than that. Guru Nanak wurde genau diese Frage gestellt. Er sagte, ich sehe Gott überall. Kabir sagte, er sagte, dass ich gesehen habe, wie Gott in jedem Atom wirkt. Alle Meister sagen es so. Sie haben gesehen. Narendranath war der Name von Swami Vivekananda, welcher auch in die Vereinigten Staaten kam. Er war vorher Atheist. Er hat einen jeden gefragt, ob es irgendjemanden gibt, der Gott gesehen hat, und wurde zu einem Salikram Ramakrishna als der eine dieser Zeit geführt. Er lebte in Kalkutta. Er ging zu ihm. Ihr seht, die Meister stellen sich nicht dar und posieren nicht. Sie leben auf natürliche Weise. Er ging mit leeren Händen und barhäuptig. Sag mir, wo ist der Meister, der Gott gesehen hat? Er stellte ihm die Frage, Meister, hast du Gott gesehen? Er sagte, ja, mein Kind, ich sehe ihn so, wie ich dich sehe, sogar noch deutlicher als das. So these are the statements which show there's something to be seen, there's something to be heard. And what is to be seen, it is the light of God. And what is to be heard, it is the voice of God. So Mr. Weiss tells us we must be able to see God with our own eyes. We must be able to hear the voice of God with our own ears. And Guru Nanak was put the question, with what eyes can we see him? And he said, it is not the eyes of flesh and bones with which you can see God. It is the inner eye, or the single eye. It is called as the third eye, or the divert. That is in each man there. Even the blind men who have got no eyes or their faces, they also got that eye. If that is opened, they see the light of God. Das sind also die Aussagen, die zeigen, da ist etwas zu sehen und zu hören. Was ist zu sehen? Es ist das Licht Gottes. Was ist also zu hören? Es ist die Stimme Gottes. Shyamasitapras sagt uns, wir müssen Gott mit unseren eigenen Augen sehen können. Wir müssen in der Lage sein, die Stimme Gottes mit unseren eigenen Ohren zu hören. Guru Nanak wurde die Frage gestellt, mit welchen Augen wir ihn sehen können. Und er sagte, dies sind nicht die Augen aus Fleisch und Knochen, mit denen wir Gott sehen können. Es ist das innere Auge oder das einzelne Auge, welches drittes Auge oder Shivnetra bezeichnet wird. Das ist in jedem Menschen. Sogar die blinden Menschen, die keine Augen im Gesicht haben, sie haben auch dieses Auge. Wenn das geöffnet ist, sehen sie das Licht Gottes. That is why Christ said to his disciples, blessed are you, for you see things what the old prophets and the righteous men could not see. Blessed are you hear things what the old prophets and the righteous men could not hear. So there is something to be seen, you see. When you rise above body consciousness, when you learn to die while alive, when you know how to leave the body at will. So these are the things with us when our masters come to the world, they gave us this inner way up which is natural. By withdrawing the way of the Sut Yoga, you might say, the Sut Yoga, and the way path divine, which even a child and old and alive, the learned and the unlearned both can have experience of the same. Deshalb sagte Christus zu seinen Jüngern, gesegnet bist du, wenn du siehst Dinge, die die alten Propheten und die Rechtschaffenen nicht sehen konnten. Gesegnet bist du, du hörst Dinge, welche die alten Propheten und die Rechtschaffenen nicht hören konnten.
Denn das ist eine Sache, welche man gesehen haben muss. Versteht ihr? Wann? Wenn ihr euch über das Körperbewusstsein erhebt. Wenn ihr lernt zu sterben, während ihr lebt. Wenn ihr wisst, wie ihr den Körper nach Belieben verlassen könnt. Das sind also die Dinge für uns, wann immer Meister in die Welt kommen. Sie erklärten diesen inneren Weg, welcher der natürliche ist, durch das Zurückziehen. Der Weg des Surat-Yoga. Ihr mögt sagen, das Surat-Yoga als der Weg, der göttliche Pfad, welcher selbst für ein Kind und einen alten Mann gleich ist. Die Gelehrten und die Ungelehrten können die gleiche Erfahrung machen. You find their yogas, they have their contest with the various bodies you are carrying. So Hatha Yoga practices go to make our bodies fit. And Pran Yoga practices can prolong our life. These are meant for the physical body. We can make the best use of them, but to see God is something else still. With the Mansi Yoga, we can have a control of mind for a while. And with the Jnana Yoga, we draw inferences, we come to some conclusion after intellectual wrestling that there is something. So we have got various sheets of body, physical, astral, and if we learn how to rise above them, we have the natural thing to see the light of God. Ihr werdet feststellen, dass Yogas ihren Bezug zu den verschiedenen Körpern haben, die ihr tragt. So machen Hatha-Yoga-Übungen unseren Körper fit. Prana-Yoga-Übungen können unser Leben verlängern. Diese sind für den physischen Körper gedacht. Wir können den besten Gebrauch von ihnen machen. Gott zu sehen ist noch etwas anderes. Mit Mansi-Yoga können wir für eine Weile die Kontrolle über das Gemüt haben. Mit Jnana-Yoga ziehen wir Rückschlüsse, kommen wir zu einer Schlussfolgerung durch intellektuelles Ringen, dass es da etwas gibt. Wir haben also verschiedene Hüllen des Körpers, die physische, astrale, und wenn wir lernen, uns über sie zu erheben, haben wir den natürlichen Weg und ihr seht das Licht Gottes. So it is the natural way in which the children even can see God. And it is said, Kingdom of God, be like little children, suffer little children to come unto me, for theirs is the kingdom of God. So it is a question of withdrawing our attention from outside to the seat of the soul in the body, which is at the back of the eyes. So all masters say this is the way out. Tulsi has referred to it the very way. When you close your eyes behind your pupils, there is darkness. When you penetrate through that darkness, you find light. Und es ist der natürliche Weg, bei welchem sogar die Kinder Gott sehen können. Und es heißt, das Reich Gottes. Seid wie kleine Kinder, lasst kleine Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist das Reich Gottes. Es ist also eine Frage des Zurückziehens der Aufmerksamkeit von außen zum Sitz der Seele, welcher sich hinter den Augen befindet. Denn alle Meister sagen, dies ist der Weg nach oben. Tulsi hat sich darauf in anderer Weise bezogen. Wenn ihr eure Augen schließt, ist es hinter den Augenbrauen dunkel. Wenn ihr diese Dunkelheit durchdringt, findet ihr Licht. So similarly, our Master said, be still, physically and intellectually, then a sort of transport arises in which you have a glimpse of God, light and sound principle. This is what is called as Jyoti Maharaj and the Shuti Maharaj. So Jyoti Maharaj and the Shuti Maharaj is the way back to God, to Absolute, from where it emanates. So these things you'll find all other masters have also referred in their scriptures. Socrates said he heard of a people's sound which dragged him into a new world altogether. Plato spoke of it as the music of his fears. Pythagoras referred to it as the music of the all harmonies, you see, and truth clothed in light.
We find in Vedas too, there got the Shruti and the Jyoti. Genau so sagen Meister, sei still, physisch und intellektuell. Und es entsteht eine Art Beförderung, bei welcher ihr einen Blick auf Gott, das Licht- und Tonprinzip werfen könnt. Dies nennt man Jyoti Maharaj und Shruti Maharaj. Jyoti Maharaj und Shruti Maharaj ist der Weg zurück zu Gott, zum Absoluten, von wo es ausging. Ihr werdet also feststellen, dass sich alle anderen Meister in ihren Schriften auch darauf bezogen haben. Sokrates sagte, er habe von einem sphärischen Geräusch gehört, welches alles zusammen in eine neue Welt färbt. Platon sprach von der Musik der Sphären. Pythagoras bezeichnete es auch als Musik aller Harmonien, versteht ihr? Und als das Eintauchen in das Licht. Wir finden es auch in den Veden. Wir haben das Shruti und das Doti. So Mohammedans also have said the same thing. This is Kalma and Kalabhakari, Bhagyasna. Zoroaster advocates as the unstuck fire. All Zoroastrians generally keep fire burning 24 hours of the day and night. What sort of fire? Which is unstuck fire. And he refers to it as a soul, as a Sarosha. So shall be called the whole creation. Even the Lord they refer to it as Tao. So I mean to say, there's a way within what the masters had, we led them to the ultimate goal. Philosophy deals with theories, and mysticism deals with reality talents. So psychology deals with at the level of the intellect and has two, object and the subject and the object, but mysticism does not require any duality, direct contact with God. Die Mohammedaner hatten auch das Gleiche. Sie sagten Kalma oder Kalam Iquabir. Lord Ashtra bezeichnete es als das nicht angezündete Feuer. Es brennt rund um die Uhr, Tag und Nacht. Was ist das für ein Feuer? Und sie bezeichneten es als den Klang der Sraosha. Sraosha ist die Ursache aller Schöpfung. Lao Tse bezeichnete es als Tao. Was bedeutet, es gibt einen Weg innerhalb dessen, was die Meister hatten, der sie zum endgültigen Ziel führte. Philosophien beschäftigen sich mit Theorien und Mystik mit Realität. Psychologie befasst sich also auf der Ebene des Intellekts und hat zwei, das Objekt ist das Subjekt des Objekts. Und Mystik erfordert keine Dualität, direkten Kontakt mit Gott. So that is given by masters who are competent, who have the competency to just raise our soul, which is embedded under mind and all the faculties, open the inner eye and see the light of God. And the scriptures tell us that our eyes and our ears are sealed. Unless those seals are broken, we cannot see the light of God and we cannot hear the voice of God. Even this light and sound is the means to the end. It is as the sun rays and sun is the same. They cannot be just kept in watertight compartments separate from each another. Similarly, God and God in action power is the same, which is called word, naam, shabda, or kalma, or so on. So that is the way, natural way back to God, which is controlling us in the body and controlling all creation. So we have to know that, and that we can know only from the mind body. Dies wird also von kompetenten Meistern gegeben, die die Kompetenz haben, unsere Seele, welche vom Verstand und den nach außen gehenden Fähigkeiten eingebettet ist, einfach zu erheben, das innere Auge zu öffnen und das Licht Gottes zu sehen. Und die Schriften sagen uns, dass unsere Augen und Ohren versiegelt sind. Wenn diese Siegel nicht gebrochen werden, können wir das Licht Gottes nicht sehen und können wir die Stimme Gottes nicht hören. Sogar dieses Licht und dieser Ton führen zum Ende. Es ist so, wie ein Sonnenstrahl und die Sonne das Gleiche sind,
könnte nicht einfach mehrere Abteilungen voneinander trennen. Ähnlich wie Gott das Gleiche ist wie die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft, welche Wort, Naam, Shabda, Kalma und so weiter genannt wird. Versteht ihr? Das ist also der natürliche Weg zurück zu Gott, der uns im Körper kontrolliert und die gesamte Schöpfung kontrolliert. Wir müssen also das erfahren und das können wir nur im menschlichen Körper. So when the masters come, they look to us from the level of the man body, not or from the level of the soul. They never address as though Indians, Satsangs, Hindus or Mohammedans hear me, they say, oh man, oh embodied soul, your true home is the home of your father, your conscious entity. Your true home is of all consciousness. Why are you stuck fast under the control of mind and matter in the physical world? This is not your home. This is temporarily given to you, golden opportunity in which you can know God. Wenn die Meister also kommen, schauen sie auf uns von der Ebene des menschlichen Körpers oder von der Ebene der Seele. Sie sprechen uns niemals auf folgende Weise an, Inder oder Franzosen oder Hindus oder Mohammedaner, versteht ihr mich? Sie sagen, O Mensch, verkörperte Seele, deine wahre Heimat ist die Heimat deines Vaters. Du bist eine bewusste Wesenheit. Dein wahres Zuhause ist alles Bewusstsein. Warum steckst du unter der Kontrolle von Gemüt und Materie im physischen Körper fest? Dies ist nicht dein Zuhause. Es wird dir vorübergehend die goldene Gelegenheit gegeben, in welcher du Gott erkennen kannst. So this is the digest of the teachings of the masters who came in the past in almost all religions. Of course, for that I told you, they tell us to have clean lives. Zoroaster were asked, what should we do? And he said, join the army of God. And he was asked, what is the qualification? And he said, righteousness. And he was asked to define righteousness, what righteousness meant. And he said, good thoughts, good words, and good deeds. So we had joined the various schools of thought, our religions. They were our recruiting centers from which we had to join the army of God. But we have forgotten God aside. We have joined the various centers and fighting one against the other. Das ist also eine Übersicht der Suche der Meister, die in der Vergangenheit in fast allen Religionen auftraten. Natürlich habe ich euch dazu gesagt, dass wir ein sauberes Leben haben sollten. Zoroaster wurde gefragt, was sollen wir tun, um uns der Armee Gottes anzuschließen? Er wurde gefragt, was ist die Qualifikation? Er sagte Rechtschaffenheit. Und er wurde gebeten, Rechtschaffenheit zu definieren. Was bedeutet Rechtschaffenheit? Und er sagte, gute Gedanken, gute Worte und gute Taten. Wir haben uns also den verschiedenen Gedankenschulen oder Religionen angeschlossen. Sie sind Zentren der Rekrutierung, in denen wir uns der Armee Gottes anschließen müssen. Aber wir haben Gott abseits vergessen. Wir haben uns den verschiedenen Zentren angeschlossen und kämpfen gegeneinander. This very question was put to Guru Arjan. What is the highest religion? He says highest religion is to have righteous life, good words, good thoughts, good deeds, and contact with the God in action power within you, which is called Naam, Shabda, our word, Shrivasha, and so on. So that is the controlling power keeping us in the body. In the yogis, when they rise above the six dimensions in the body, there they catch the sound current and reach the Satsang of the first place. So these are the teachings, digest of the teachings that the Master gave out from time to time. The natural way back to God is through just concentration of your diffuse attention outside. Diese Frage wurde Guru Arjan gestellt. Was ist die höchste Religion?
Er sagte, die höchste Religion ist es, ein rechtschaffenes Leben zu führen, gute Worte, gute Gedanken, gute Taten und Kontakt mit der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft zu haben, welche in dir ist und Nam oder Shabda oder Wort oder Sraosha und so weiter genannt wird. Das ist also die kontrollierende Kraft, die uns im Körper hält. Sogar die Yogis, wenn sie sich über dem 6. Chakra im Körper erheben, sind mit einer Schwingung auf der ersten Ebene verbunden. Das sind also die Lehren, die Zusammenfassungen der Lehren, die die Meister uns von Zeit zu Zeit auf dem natürlichen Weg zurück zu Gott gaben, welcher einfach Konzentration unserer nach außen verstreuten Aufmerksamkeit ist. So just come to the seat of the soul, and that is there. The whole body is illumined by that. You see, just like a bulb in the room lights the whole room. Similarly, the bulb of the soul is at the back of the eyes, from where it enlightens and illumines the whole body. Even without that, this is natural way. Then the body, you rise our body consciousness, we just find light which is already there. You also hear the voice of God. We were the 2 ways back to God. Jyoti Maharaj and Shukti Maharaj leads us to the place from where it emanates. So we have got the man body, highest in all creation, to enable us to see God. Now we have to see that we have joined the various religions. Have we attained that object? If we have obtained, well and good. Fortunate we are. If not, we should do something. Now, as the time is passing, most of the part of his physical life has already spent. Little is less, we should go higher on or headlong down to just find that ideal or the aim of life, which you can only have in the center. Kommt einfach zum Sitz der Seele und bleibt dort. Der ganze Körper wird dadurch belebt, versteht ihr? So wie eine Glühbirne im Raum den ganzen Raum erhält, befindet sich auch die Glühbirne der Seele im hinteren Augenbereich, von wo aus sie den ganzen Körper erleuchtet und belebt. Zieht euch einfach dorthin zurück, das ist der natürliche Weg. Wenn wir uns über das Körperbewusstsein erheben, finden wir nur Licht, das bereits da ist. Wir hören auch die Stimme Gottes, die uns zurück zu Gott führt. Jyoti Maharaj und Shruti Maharaj, die uns zu dem Ort führen, von dem es ausging. Wir haben also den menschlichen Körper, den höchsten der gesamten Schöpfung, der es uns ermöglicht, Gott zu sehen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns den verschiedenen Religionen angeschlossen haben. Haben wir dieses Ziel erreicht? Wenn wir es erlangt haben, dann ist es gut, wir sind begünstigt. Wenn nicht, sollten wir etwas tun. Jetzt vergeht die Zeit. Der größte Teil des physischen Lebens ist bereits vergangen. Es ist wenig übrig. Wir sollten uns konzentrieren, um einfach das Ideal oder Ziel des Lebens zu finden, welches wir nur in der Gegenwart eines Meisters können. So there is no need of changing one religion or the other. The truth is one, is spoken by various masters, by various words. It is the very controlling power within you. You have to simply find him by withdrawing outside, when you see him inside. Your eye opens, you see him all around you in the whole universe. So first his body is the temple of God. When through the grace of some person who has attained that object, with his guidance and help, when you open your inner eye to see the light of God, then you see the whole universe is the temple of God. That pervades everywhere. Es besteht also keine Notwendigkeit, von einer Religion in die andere zu wechseln. Die Wahrheit ist eins, von verschiedenen Meistern mit verschiedenen Worten benannt. Die bloße kontrollierende Kraft in euch. Ihr müsst sie einfach finden, durch das Zurückziehen von außen, wo ihr ihn innen seht. Wenn sich euer Auge geöffnet hat, seht ihr ihn überall um euch herum im ganzen Universum. Also ist dieser Körper zuerst der Tempel Gottes. Durch die Gnade eines Menschen, welcher dieses Ziel erreicht hat, welches uns aus der Hölle führt.
Wenn ihr euer inneres Auge öffnet, um das Licht Gottes zu sehen, dann seht ihr das gesamte Universum im Tempel Gottes. Das ist das Erwachen überall. So these are the teachings that have been given to us from masters from time to time whenever they came. Blessed is the mind who taught it. That religion is blessed. Truth is there already. It is not reserved for one religion or the other, because it showed us that masters have been coming in all religions and they are doing the same thing as I quoted you from various scriptures. So we must remain in our own religion, be true to your own self, but live it and just find out the truth which is already given by the masters who came in the past. We need somebody at least who knows the way. Das sind also die Lehren, die uns durch die Meister von Zeit zu Zeit gegeben werden sollten, wann auch immer sie kamen. Das ist das Aufleben, welches begonnen hat. Die Wahrheit ist schon da. Sie ist kein Ergebnis der einen oder der anderen Religion, denn es wird uns gezeigt, dass Meister zu allen Religionen gekommen sind, und sie haben dasselbe gegeben, wie ich es euch aus verschiedenen Schriften zitiert habe. Wir müssen also in unserer eigenen Religion bleiben, wahr zu uns selbst sein und es leben und einfach die Wahrheit herausfinden, welche bereits von den Meistern gegeben wurde, die in der Vergangenheit gekommen sind. Wir brauchen zumindest einen, der den Weg kennt. Even to have the understand the right import of the scriptures, if you need somebody who has seen the way or who is on the way, who has some experience of the same sort as the masters had in their life, he will be able to give you the right import of scriptures, because masters said something what they saw in themselves. If you are going to interpret it at the level of the intellect, you will find there are so many versions, and that is the cause of so many different schools of thought. So whenever masters said one thing, they meant one thing by the one word they uttered. They say God is light, but we intellectual people say it is light of intellect. Well, it is some substantial light. It's all masters have referred to it. Well, I say it is my watch. I mean by the word watch, this watch, not tree or animal. Similarly, when master said something, they meant the same one meaning attached to the one word, not two, three, four. So those who have seen the way, they say the same thing. Selbst um die richtige Bedeutung der Schriften zu verstehen, brauchen wir jemanden, der den Weg gesehen hat, der auf dem Weg ist, um die gleiche Erfahrung zu haben, welche die Meister in ihrem Leben hatten. Sogar Yogis können euch nicht die richtige Bedeutung der Schriften geben, weil Meister etwas berichten, was sie sahen und dann erzählten. Wenn wir es auf der Ebene des Intellekts interpretieren, werden wir dort so viele Versionen finden, und das ist die Ursache für so viele verschiedene Gedankenschulen. Wann immer also Meister eine Sache sagten, meinten sie das eine Wort oder das andere. Sie sagten, dass Gott Licht ist, aber wir Intellektuellen sagen, dass dies das Licht des Intellekts sei. Doch es ist ein substanzielles Licht, weil die Meister darauf hingewiesen haben. Wenn ich sage, das ist meine Uhr, dann meine ich mit dem Wort Uhr diese Uhr und nicht Baum oder so. In ähnlicher Weise meinten Meister, wenn sie etwas sagten, dieselbe Bedeutung, die an das Wort gebunden ist, nicht 2, 3, 4. Denn diejenigen, die den Weg gesehen haben, sie sagen dasselbe. Truth is one, you see. So we have seen in the past, they are all diverging their thoughts, and even now you'll find somebody who finds the same truth, which is already given in the scriptures. So thank you so much for your patience here. Die Wahrheit ist eins, versteht ihr? Diejenigen, die in der Vergangenheit gesehen haben, sie alle unterscheiden sich in ihren Gedanken. Und sogar jetzt findet ihr jemanden, der die gleiche Wahrheit finden wird, die bereits in den Schriften gegeben wurde. Ich danke euch sehr für euer geduldiges Zuhören.